Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wurde wieder einiges in den Spieldateien von Assassin's Creed Valhalla gefunden, nämlich zum dritten DLC. Wir wissen, wie es heißen soll, außerdem kennen wir die nächsten Achievements vom dritten DLC. On top gibt es dazu noch einen heißen Tipp, wann das Ganze auch rauskommen soll, dementsprechend bleibt dafür am Start. Ihr seht ja, auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Lore, News und Guides, dementsprechend würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank. Wir werden heute über Spoiler reden, dementsprechend, wenn ihr da nicht mitschauen wollt, wenn ihr euch selber surprisen wollt, wenn das dritte DLC rauskommt, dann könnt ihr auch jetzt einmal hier oben reinschauen, denn dort habe ich meine spoilerfreie Meinung zur Discovery Tour abgegeben. Sehr lohnenswert, sehr positiv auf jeden Fall. Aber wir reden heute über das dritte DLC. Denn der französische YouTuber hat wieder was gefunden in den Spieldateien Achievements und vermutlich auch den Namen. Natürlich nur eine Vermutung, wir werden wissen oder gucken, wie das Ganze dann heißt. Und hier haben wir schon die ersten Erfolge, Complete All Territories of Svartalfheim. Also wir werden hundertprozentig in Svartalfheim sein. Ich glaube, das ist jetzt auch bekannt. Es gab viele Videos auch von Andy Reloads und Petter, die gezeigt haben, dass das halt in diese Region gehen soll. Der nächste Erfolg wäre Ashes of Svartalfheim. Und da müssen wir nochmal ganz kurz zurückspringen zur UB Forward, zum Teaser-Trailer. Denn dort sehen wir natürlich ein Tor in diesem Teaser, welches aus Muspelheim kommt, und im Hintergrund sehen wir Svartalfheim mit den Höhleneingängen, wo die Zwerge wahrscheinlich leben, und dementsprechend gehe ich davon aus, wenn wir das DLC beendet haben, wird Svartalfheim von den Armeen von Muspelheim überrannt worden sein, oder wir sind halt dran mit Schuld und deswegen die Asche von Svartalfheim. Complete the Meteor Campaign, also beende die Meteor-Kampagne, das ist klar. Huga Incarnate, also das denke ich mal, da werden wir einfach nur das DLC starten müssen und dann kriegen wir den Erfolg, weil wir sind, glaube ich, nicht als Eivor dort, sondern als Huga, also als Seele, kann man fast sagen, und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir so wie in Asgard einen Trank trinken und dann in Svartalfheim sein werden. In Svartalfheim werden wir dann auch einen Bracer haben, also eine Art Armband, und da müssen wir das Ganze upgraden. Ich kann mir das vorstellen, dass uns dieses Bracer spezielle Fähigkeiten gibt, ähnlich wie der Speer in Assassin's Creed Odyssey, und wir das Ganze dann updaten können. Wir haben ja auch schon in Andys Video, was ich euch mal hier unten reinballer, gesehen, dass es einige Fähigkeiten geben wird. Das hat auch Jonathan in seinem Video hier gezeigt, und zwar Feuerfähigkeiten, Flugfähigkeiten sogar. Da gibt es verschiedene Fähigkeiten. Da schaut euch mal das Video am besten von Andy an, der hat das eigentlich gut zusammengefasst. Expert Storyteller, das ist wahrscheinlich so eine neue Mechanik vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, denn im folgenden Achievement sehen wir auch Tell Kara a story with at least 4 Boasts. Boasts sind sowas wie, prahlen, also man prahlt über etwas, und das kann ich noch nicht ganz genau definieren, was es sein soll, aber wahrscheinlich eine neue Mechanik, I don't know. Folgend dazu haben wir den Erfolg It's All in the Wrist, und das bezieht sich natürlich auf diesen Bracer, auf dieses Armband von Odin. Ich denke mal, den bekommen wir, wenn wir zum allerersten Mal dieses Bracer-Ding bekommen. Eine neue Waffe bekommen wir auch, denn hier haben wir den nächsten Erfolg, töte 30 Gegner mit einem Adgir. Ein Adgir, das blende ich euch mal hier ein, das ist so eine Art, Stabwaffe mit einer Schneide vorne dran. Und dementsprechend denke ich, werden wir dann eine neue Waffe bekommen. Aesir-Spielunke, das bezieht sich wahrscheinlich auf das Storytelling, dass wir zum ersten Mal in so eine Spielunke gehen und als Aesir, wir sind ja Asen, da ein bisschen Unsinn erzählen, so ein bisschen rumprahlen, das kann ich mir vorstellen. Das nächste wäre Discover All Dwarven Shelters, also alle Zwergenunterkünfte muss man erkunden. Vielleicht sind das so versteckte Höhlen, das wäre natürlich sehr nice, wenn man da so ein bisschen Rätsel reinbringen würde. Das wäre sehr, sehr, sehr schön. Doch der nächste Erfolg ist sehr interessant. Mozogni's Blessing, also Mozogni's Segen. Und er wurde von Odin erstellt, von seinen Brüdern, wurde er kreiert quasi. Und er ist der Vater aller Zwerge. Jetzt die Frage, was kann das bedeuten? Ich habe versucht, in mehreren Quellen herauszufinden, wer er ist. Ganz schwierig. In dem God of War Wiki, da gibt es einen Part, der ist nur bezogen auf die Historie, der ist nicht bezogen auf das Spiel. Und dort steht, dass er Drachen gejagt hat, beziehungsweise Drachen jagen musste, um eine spezielle Rüstung zu bekommen. Und jetzt könnte das der Erfolg sein, dass wir, wenn wir vielleicht Drachen besiegen, denn auch Andy Reloads hat da in der Vergangenheit etwas gepostet in seinen Videos, wo er über Drachen geredet hat, wo man Drachen, Texturen, Modelle gesehen hat, und ich kann mir vorstellen, wenn wir zum Beispiel 3 Drachen besiegen, als 3 mystische Kreaturen, dann kriegen wir halt das Blessing von ihm, weil er natürlich so ein Drachentöter ist und er so sagt so, approved. Und es hört nicht auf mit den legendären Personen, Der nächste Erfolg, Purify Reitmars Cursed Armor, ist sehr interessant, denn Reitmar ist der Vater von Fafnir. Fafnir ist die Schlange, der Lindwurm, der von Sigurd besiegt wurde. Sigurd, Nibelungensage, und
Da haben wir eine verdorbene, eine verfluchte Rüstung, die wir dann reinigen müssen. Und wenn wir das geschafft haben, dann kriegen wir wahrscheinlich diesen Erfolg. See no evil. I don't know. Wahrscheinlich irgendwas mit Loki zu tun. I don't know. Das nächste wäre dann Teleport Assassinate to enemies and fly away without being detected. Also fliegen können wir jetzt auch. Okay, das ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das hängt wahrscheinlich mit den Fähigkeiten zusammen, die wir dann bekommen werden. Flying Fortress ist auch interessant. Das sind entweder wir oder eine wirkliche fliegende Festung, die wir dann in Svartalfheim sehen. Das wäre krass. Mal gucken, vielleicht mit Dunkelelfen bzw. mit Zwergen, aber die sind eher in Höhlen. Was ist eure Meinung? Was wird da kommen bei der fliegenden Festung? Ich bin ja noch nicht ganz sicher. Und Explore a Muspel Monument. Und im Muspel Monument muss natürlich so ein Tor sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. So ein riesiges Tor. Ich denke, das wird nicht so klein sein, wie wir es jetzt in diesem Teaser gesehen haben, sondern es wird so ein riesiges Objekt sein, wo wir heraufklettern können, wo es Befestigungen gibt, wo es Häuser gibt und so weiter. Also quasi so ein Tor, so ein bisschen wie in der Herr der Ringe, so ein bisschen. Das war so ein Tor und bei diesem Tor waren dann halt noch ein paar Gebäude dran. Und jetzt reden wir darüber, wie das Ganze eigentlich heißen soll. Nämlich, haltet euch fest, Dawn of Ragnarok, Morgendämmerung von Ragnarök. Und das ist passend, denn Svartalfheim wird wahrscheinlich überrannt von der Armee von Surd. Und die ersten Anzeichen von Ragnarök gab es ja schon. Und die Morgendämmerung von Ragnarök ist erst der Anfang. Das heißt also, da ist sogar noch Raum für mehr. Ja, das wird der Name sein. Wie findet ihr den? Lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Das ist aber noch nicht vorbei hier, denn wir legen los und werden ein bisschen spekulieren, wann denn das Ganze rauskommt. Dafür müssen wir aber ein wenig in die Vergangenheit zurückreisen. Denn Ubisoft hat immer einen gewissen Rhythmus, nicht nur bei ihren Spielen ist die Formel ähnlich, sondern auch bei ihren Release-Schedules. Und da reisen wir in den Monat März 2021 zurück. Da hat Jonathan die Erfolge zum Irland-DLC und zum Paris-DLC rausgehauen. Und da sehen wir ganz klar, dass am 24. März das Ganze von ihm rausgehauen wurde. Das Update aber am 16. kam. Das heißt also, er hatte eine Woche gebraucht, aber die Information kam mit dem 16. März Update. Vom 16. März, wo die ersten Informationen vom Spiel in den Dateien drin waren, rücken wir einmal 8 Wochen und ein paar Tage nach vorne. Und was ist da? Genau, das Release vom Irland DLC, also quasi 8 Wochen und ein paar Tage später, kam das Ganze online. Und wenn wir das Ganze uns jetzt mal heute angucken, ja, dann wissen wir, okay, der gute Jonathan hat vor 3 Tagen die ganze Information gepostet, also am 18. Oktober, glaube ich, war das. Und da hat er das Video rausgehauen. Die Information, die gibt es aber schon bestimmt seit dem 5. Oktober. Das heißt also, seit dem 5. Oktober haben wir diese Infos mit den Achievements im Game. Und wenn wir dann mal nach vorne spulen, 8 Wochen, haben wir 12., 19., 26., 2., 9., 16., 23., 30., 2. Dezember. Also, wir können sagen, entweder am 30. oder am 2. Dezember wird das 3. DLC rausgehauen. Das würde auch eigentlich ganz gut passen, denn im November kommt nicht viel. Und wenn wir uns jetzt die letzten Roadmaps angucken, dann sehen wir immer, dass meistens, in den meisten Fällen, nach einem Festival immer ein DLC kam. Also es kam immer ein DLC. Und das haben wir ja hier. Ich meine, wir haben jetzt ein Update in 8 Wochen, das würde passen mit dem 2. Dezember. Und wir haben davor ein Festival, sicherlich Ende November oder Mitte November wird das Oscoraya Festival kommen. Wann genau? Das könnten auch 2 Wochen sein. Also am 18. zum Beispiel könnte das Oscoraya Festival starten am 18. November. Genau. Und so ist der Plan der Dinge. Ja, was haltet ihr von dieser Theorie? Ich finde sie ganz gut. Ich habe auch mit Andy darüber gequatscht. Ich bin ja in guter Kommunikation mit ihm und wir tauschen uns da immer aus. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich stimmt. Also 18. November das Oscoraya Festival und 2. Dezember das 3. DLC. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare Ragnarök unten rein, ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Vielen Dank fürs Abo, vielen Dank für die Glocke, die habt ihr ja eh schon aktiviert und dann sehen wir uns. Drängerdown natürlich auch für euch. Danke und danke für die Glocke. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.